Hallöchen, meine Lieben, und willkommen wieder bei einer Folge Crowns and Pounds Kingdom of Decade. So, jetzt musste ich mal den Namen einmal komplett aussprechen. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben vor... Wie hieß er nochmal? Ich hab seinen Namen vergessen. Aber den Typ mit der Brille, also der Bekannte von unserer Milda. Und ich setze jetzt mal das Spiel fort und dann bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Also wir wurden auf jeden Fall verfolgt in der letzten Folge. Aber was das alles auf sich hat, wissen wir noch nicht. Let's go. Hey, up here. So, da ist er. Ich gucke jetzt gerade mal. Milda, hey. Was geht? Was geht? Oh nein, wir haben immer noch diese komischen Pixel-Dinger. Hey, Joris! Milda, shit. hey, welcome to Lithuania. Hey, come on up. Wie komme ich zu dir? Wie lautet der Türcode? Wo ist die Leiter? How do I get to you? Door's on your right. Oh, yeah, just call flight 17. I'll let you in. Alrighty, thanks. Okay, kleinen Moment. Ich muss mal das Spiel neu starten. Ich verstehe nicht, warum wir immer noch diese komischen Dinger haben. Kleinen Moment, ich bin sofort bei euch. Ich bin sofort... So, und da bin ich auch schon wieder. Ich glaube, wir sind's los. Ich glaube, wir sind diese komischen Grafikfehler los. Und was steht da? Ich muss jetzt mal alles anschauen. Mhm. Bageliai. Bagels. Achso. Bagels. Work hours are over. Nein, nicht die Bagels. Immerhin haben wir das jetzt gelesen. So, das musste mal sein zwischendurch, ne? Joa. Ach, mir gefällt das Spiel. Habe ich schon in den letzten Folgen gesagt, ne? Oh, you made it. How was your flight? Oh, der Stil ist so gut. Ich liebe das Fliegen viel zu lang. Warte nur, bis du hörst, was nach meiner Landung passiert ist. Let's go. Just wait till you hear what happened after I landed. Oh, and intrigue from the beginning. Hey, I'm sure you must be exhausted. Later, I'll get you a towel and prepare the bed. But first, let me pour you a glass of wine. Which one do you prefer, mademoiselle? Vin rouge or vin blanc? Rotwein bitte, Weißwein. Ich verzichte auf Wein, danke. Eigentlich würde ich sagen, ich verzichte, aber komm, nach dem Red Tag... wine, please. Red it is. Schauen wir mal. Knall. Der denkt sich bestimmt was dabei, ne? Der kleine Geier. So how have you been? I haven't seen you since, the World Music Festival. Ach, du weißt schon, das Leben, nichts ändert sich wirklich. So viel, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen will. Was willst du wissen? Hier. So much I don't even know where to begin. Graduated, moved to my own apartment, posed for 100 of Dana's paintings. Don't laugh, that takes time. Started freelancing as a photographer. Oh, well, you got your own studio? A less well-paid freelance photographer. Got it. I prefer it as a hobby, though. Not sure if it's really a long-term career path for me. How about you? What have you been up to? You know, lecturing here and there. Still traveling a lot. Learning languages. Keep busy. So what brought you here? Right! Dude, you won't believe what happened today. What happened? Jemand ist in das Haus meines Opas eingebrochen. Jemand hat mich bedroht. Ich habe einen Haufen seltsamer Nachrichten gefunden. Komm, jemand hier? Someone broke into my grandpa's house. Someone broke into his house? Is he okay? No, he's dead. Wait, Oh, das What? wusste er noch No, nicht. I mean, he passed away before all this. I came here to sell his house. Dios mío. You really know how to deliver bad news. In the house, Dios Grandpa mío. left me a bunch of weird documents, but I've no idea what they mean. I think that's what the burglars were after. Huh. Well, let me take a look. Maybe I can help. Ich finde das gut, trotz der einen Antwortmöglichkeiten, die wir gegeben haben, dass wichtige Punkte aus der Auswahl dennoch erwähnt werden von unserer Hauptfigur. Das ist gut, weil so geht nichts verloren und so fragt man sich auch nie, oh, was ist denn jetzt passiert und so, ne? Oder was wäre passiert, wenn ich das andere genommen habe. Das finde ich gut, weil beide oder alle drei Antwortmöglichkeiten waren schon wichtig. A welcoming bottle of red wine. Ja, das sieht aus wie aus Rewe gekauft, ne? Aber gut. Nichts gegen Rewe. Wir gucken uns My das regular mal napping spot for the next few days. erstmal in der Wohnung natürlich umschauen. Oh nein. Halt, verlassen wollte ich es nicht. Balkon. Dann haben wir hier Kühlschrank. Mikasa ist Sukasa, oder? Eggs, cucumber, beetroot, dill, kefir, and potatoes. I wonder what he's planning to make. Ja, man kann
damit so einiges machen. Schrank. Natürlich öffnen wir jeden There's a Schrank. bottle of olive oil. Nearly empty, nö. though. Oh, die kann er verkaufen auf eBay, kriegt viel Geld dafür. Hat die das jetzt mitgehen lassen? Natürlich! Nehmen wir mit. Easy going. Hier können wir auf den Balkon raus. Anscheinend. Warum können wir das? Jori hieß er, sorry. Aber mehr können wir hier auch nicht sehen. War das gerade das Auto? Mysteriös. Dann. Hier kann man es verlassen, das machen wir aber nicht. Dann haben wir hier noch das Bücherregal. Und da ist das, Joris Schlafgemach. Wow. There are many books in alphabets I haven't even seen. Gehen wir mal in das. Yours has a bedroom that's separate from his kitchen. I'm kinda jealous. Ja. Ach stimmt, genau. Sie hat ja ein Apartment. Das ist krass, wie in anderen Ländern so Apartments, ich will nicht sagen vorgezogen werden, aber das ist halt so, nicht modern, sondern einfach wie so ein Trend. So, Apartment, so voll modisch, weiß ich, so fancy, so ein Apartment zu haben, weißt du? Ich finde es eher, vielleicht als Single, aber sonst, naja. Was denkst du, was ich tun What do soll? you think I should do? We could examine what you found at your grandfather's house. Ah ja, genau. Alright. Never mind. Dann machen wir das mal. Ich habe Folgendes gefunden. Erst einmal hier. Mal gucken, ob wir damit wahrscheinlich wieder das nicht sehen. Vilnius University Library card? Found it at Grandpa's place. It might be worth checking what he was reading lately. Dann einmal das. Wir zeigen Ihnen auch gleich die polnische Notiz. These scattered pages had a message written with invisible ink. The words were burned in, but you need to look at the light to see the message across all of the pages. There must be an easier way to read the message. Maybe try to make the page see-through. Okay. Aber wir brauchen es ja nicht, weil wurde ja alles geklärt. Können wir Ihnen alles zeigen? Auch das hier? It's where one of the messages was kept. I see you found the correct combination already. Na sicher doch. Wir geben dir gleich das wichtige alter Brief. Any idea what this is? It's written in Russian. Top secret. Project Kostche. Okay. Where did you find this? In a tree hollow in the garden. Grandpa hid it there. It's a letter from the KGB. The year is 1989. was? Just before the collapse of the Soviet Oh, Union. das war der richtige Papier. Okay. Was ist KGB, wissen wir. Das ist russischer Geheimdienst. Zusammenbruch der Sowjetunion. Lass mich nicht warten. Was steht denn hier? Collapse of the Soviet Union? Yeah. Okay, so around 1990, the communist government of the USSR was losing its influence. Many annexed countries saw this as an opportunity to push for independence. That in Natürlich. turn led to a kind of waterfall effect, which eventually dissolved the USSR. Okay. Ja, komm. Wir fragen das auch, obwohl wir eigentlich wissen, was das ist. What's KGB? Committee of National Security. It was the Okay. Soviet Union security agency. They spied, gathered intelligence, suppressed anti-Soviet activities, and many other things. Ja, und jetzt lass mich nicht warten. Was steht in dem Brief? Don't keep me waiting. What does the letter say? One moment. Interesting. Okay, it mentions here that your grandfather was somehow involved in a KGB project called Kostche. What do you mean involved? Well, okay, it says here that Linus Kovas. Wait, Linus Kovas? Yeah. Ihre Mutter? That's my dad's name. Ach, Vater. Linas. Oh. Ach so, klar. Ups. Continue, please. Right, okay. Oha. It says here, Linus Kovas must come to the KGB headquarters immediately for questioning regarding the crown of Vytautas. Okay. Würdest du damit sagen, dass mein Vater vom KGB verhört wurde? Willst du damit sagen, dass mein Vater für den KGB gearbeitet hat? Willst du damit sagen, dass mein Vater sich vor dem KGB versteckt hat? Ich mach mal Are das hier. you saying my dad worked for the KGB? I've no idea. Well, perhaps you could ask your father about it? Whoa, dude, I haven't seen him since I was little. I wouldn't even know where to find him. Would your mother know? Ja, zur Mutter? Oh nein, ich werde sie nicht anrufen. Wahrscheinlich wird es ihr nicht gefallen, aber ich könnte sie fragen. Gute Idee, ich sollte sie mal anrufen. Und Leute, ich glaube tatsächlich, da steckt viel mehr dahinter. Ich glaube, die Mutter weiß etwas. Die weiß etwas und ich glaube, es gab keinen Grund, es gab einen Grund,
warum der Vater sich entfernt hat und warum die Mutter sich entfernt hat von der Tochter. Wahrscheinlich wird es ihr nicht gefallen, aber ich könnte She sie mal. probably won't like it, but I might ask. She won't like you asking? She hates talking about Dad. However, perhaps she knows how to contact him. Pipo, 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 pipo. Nachricht. Piep, 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 piep. So, ach nee, wir haben gar keine Nachricht bekommen. Was ist das? I don't think so. Ah, schade. Okay, schreiben kann ich hier nicht. Mit ihm hatten wir ja schon. Okay, dann rufen wir mal... Oder erstmal Dana? Sollen wir mal Dana anrufen? Ich rufe mal Dana an. Einfach so, weil ich kann. Hey, ich bin hier. Was geht ab? Wieso geht die nicht ran? Was soll der Mist? Bäh. Kennst du die jetzt aufgelegt? Nee, die geht nicht ran. Okay, dann rufen wir mal die Mutti an. Mutti! Milda? Hi, dear. I'm guessing you're in Lithuania? You Hi, Mom. guess right. Yeah, won't bother you long. Just wanted to ask a question. Okay. Weißt du was über Dad und was er mit dem KGB zu tun hat? Hast du schon mal vom Projekt Wobei gehört? Weißt du, wie ich Dad erreiche? Have you heard about Project Kostje? Oh, God, Milda. What? I knew you'd get involved. What are you talking about? What am I involved in? I know very well how this goes. It was the same with your father. Next time you call, you'll be blabbering about some non-existent treasures. Then you'll tell me you're investigating some pagan temples. Then that you're in trouble, and then... Im Grunde hat er uns fast alles erzählt. Milda, listen. Just leave things as they are and come back home. Mom, I just need to know what's happening. Can't you just listen to me? I just want what's best for you. Warum machst du das? Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich es halt sehr... hier. Mom, why do you do this? Do what? Meine Fragen ausweichen, als wenn ich gegen eine Wand rede. Hier. Avoid answering questions. All right. If you so desire, go pursue your quest for truth without involving me in it. Is that clear? Ja, super, klar. Tschö. Tut mir leid, dass ich dir zur Last falle. Warum können wir uns nicht normal unterhalten? In Ordnung. Ja, pass auf dich auf. Tut mir leid, dass ich jetzt... Hier. Why can't we just have a normal conversation? She always does that. In my face. Mitteilung. Was denn jetzt? Wo habe ich denn die Mitteilung bekommen? Ich habe doch gar keine Mitteilung. Ich sehe die ganze Zeit, dass ich mit... Oder war das... Achso. Dad hat heidnische Tempel erforscht. Warte. Could there Bam. be some connection between Project Kostje and pagan temples? Aber welche? I don't see how... Could there be some connection between... Ja. Lass mich mal ganz kurz... Heidnische Tempel. Achso, warte. Alte Notiz. Jetzt, let's This go. one was inside a wooden box hidden by Grandpa. Tak, bardzo interesujące. Huh? Oha. It's in Polish, Das but hat er gut ausgesprochen. the text is a bit archaic. From the style, I'd say it could be a few hundred years old. I'm not sure about some of the words. Let me make a rough translation. Okay. Let's go. Kritzel, kritzel. Wow. Here, take a look at this. Maybe we can figure it out together. Der ist sehr hilfreich. Ich hoffe, das ist nicht so ein kleiner Schleimer wie der aus Baphomets Fluch mit der Brille und dem Pferdeschwanz. Wie hieß er nochmal? André. Der war richtig frech. Weil er so geil auf die Dingens war früher. Wie es der Orden befohlen hat, sind die drei sicher. Dank des das Große gab ihm die Möglichkeit, verschiedene zu wählen, wie niedergeschrieben zu diesen. Okay. Warte mal. Wort? Wählen, wie niedergeschrieben in diesem Wort? Wie es der Orden befohlen hat, sind die drei Stemmeisen
Vielleicht so. Zur Krone. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Verboten versteckt. Dank des Dank des Großarchitekten, würde ich sagen. Das große Feuer gab ihm die Möglichkeit, verschiedene Himmelshöhen zu wählen. Aufstieg zu wählen, die niedergeschrieben in diesem Wort. Aufstiege Götter. Der gab ihm viele Möglichkeiten, verschiedene Götter zu wählen, wie niedergeschrieben in diesem Wort. Das macht irgendwie keinen Sinn. Verschiedene Aufstiege zu wählen. Once I feel confident with my choices, I should show it to yours. Klingt das? Unbestätigte Übersetzung. Klingt das normal? Was kann hier noch rein? Das bleibt mal da, warte mal. Wie niedergeschrieben in diesem Manuskript vielleicht? Meint ihr, das ist richtig? Das hört sich so, wie in diesen Orden befohlen. Oh Gott, warte mal. So. Sind die drei... Wie es der Orden befohlen hat, sind die drei Stemmeisen. Was kann hier noch rein? Oder Schlüssel? Vielleicht Schlüssel? Ich glaube, Schlüssel passt mehr als Stemmeisen. Stemmeisen macht irgendwie nicht viel Sinn. Also, wie es der Orden befohlen hat, sind die drei Schlüssel zur Krone. Das könnte passen. Sicher versteckt, das passt auch. Und dank des Großarchitekten. Oder warte mal. Großarchitekten passt. Das große Feuer finde ich auch in Ordnung. Gab ihnen die Möglichkeit, verschiedene. Ich glaube. Wo ist denn das große Feuer? Gab ihnen vielleicht Götter? Nee, passt nicht hier rein, ne? Ach so, warte mal. Das lassen wir erstmal so. Feuer passt. Gab ihnen die Möglichkeit, verschiedene. Ich würde tatsächlich vielleicht Götter nehmen, anstatt Aufstiege. Hört sich so gekünstelt an, das Wort. Gab ihnen die Möglichkeit, verschiedene Götter zu wählen, wie niedergeschrieben in diesem Manuskript. Ich denke, das ist in Ordnung, oder? Götter zu wählen, wie niedergeschrieben. Also für mich hört sich das eigentlich ganz okay an. Wir probieren es. Also, wie es in dieser Ordnung befohlen hat, sind die drei Schlüssel zur Krone. Das passt, glaube ich, sicher versteckt, dank des Großarchitekten. Das große Feuer gab ihnen die Möglichkeit, verschiedene Götter zu wählen, wie niedergeschrieben in diesem Manuskript. Das hört sich eigentlich logisch an. Deswegen gehe ich jetzt mal zurück. Ich guck mal, ob das Sinn macht. What do you think? This seems accurate. Und? As the order instructed, the 3 keys to the crown are safely hidden thanks to the Grand Architect. The Great Fire provided him with the opportunity to choose different gods as demonstrated in this manuscript. Und? Yeah, that sounds possible. Oh, geil! Any idea what it means? Ja. At first glance, not really. Did your grandfather leave any other clues? Errungenschaft freigestellt. Nicht in der Übersetzung untergegangen. Ja, geil. Hat er sonst noch irgendwas gelassen? Unsichtbare Tinte. Brief von Notar. Oh, what's this? The letter about my inheritance. Well, that explains your speedy surprise visit. Okay. Apfel. Der Magnet, macht der Sinn? A magnet with a bishop from St. Catherine's Church. Yeah, I found it at Grandpa's place. Was he religious? Not sure. Okay, das bringt uns auch nicht weiter. Dann lass mich mal ganz kurz überlegen. Oh, vielleicht hier das Walkie-Talkie? I don't see any reason to give that. Okay, war klar. Aber was mit dem anderen Magneten? Da ist noch ein anderer Typ drauf, oder? Huh. A souvenir from the church at St. John's.
Why did you put a string on it? Oh, you know, just needed a somewhat unconventional solution to an unexpected situation. Reasonable. Geil. Geilo. Ah, ich find's super. Ich finde die Gespräche auch sehr geil. Und nicht zu aufgesetzt. Also ich find's gut. Keine aufgesetzten Dialoge finde ich immer schön. So. Haben wir noch andere? Vielleicht die Fotokamera? Aber die bringt nichts, ne? Achso, wir machen ein Foto von ihm. Bam! Hey, I'm in the pictures. Ach geil, hätten wir ein Foto vom Haus machen sollen vielleicht. Oh nein. Hier, möchtest du einen Apfel? Why would I give that? Weiß nicht, vielleicht hat er Hunger. Kerosin haben wir noch. Haben wir ihm das schon gegeben? There must be an easier way to read the message. Maybe try to make the page see-through. Transparent machen? Ja klar, mit dem Öl. Mit dem Öl können wir das transparent Just machen. enough oil to cover all the pages. There. Now they're see-through. Okay. I added some oil to the papers. So. Now the message can be clearly seen. What is it? A crown with no king. There was only one king of Lithuania, and that was King Mindaugas. Did he have a crown problem? No, but this poem sounds very much like the story about Vytautas the Great. Aha. Vytautas der Greate. So. Das ist genau das, was ich dachte. Wer ist das? Was ist so großartig an ihm? What's so great about him? I mean, he's the most famous historical figure in Lithuania. A legendary leader, a politician, and schemer. One of the greatest warlords of the 15th century. He was supposed to become a king in 1430, but died before the crown could reach him. Okay, Natürlich. okay, I can see you're a fan of his. Kinda. Yeah. Is there anything else you found at your grandfather's place? That's all I've got from Grandpa's Ja, wollte place. gerade sagen. That's quite a find. Assuming these texts are all real, all of them mention the crown. Uh-huh. Is it possible that your grandpa and dad were searching for the crown of Vytautas? Well, according to the letter, the KGB was after it too. Aber warum? So wertvoll kann die... Klar ist sie wertvoll, aber warum wurde es geheim gehalten? Warum waren alle da hinterher? Warum ist das so eine große Sache? Why was everyone after it? Your family had leads to the crown of Vytautas during the Soviet period. That in of itself would have been a dangerous knowledge. Why? It could have caused a cultural rebellion by giving the occupied nation a reminder of where they came from. I wouldn't have been surprised if, in the hands of the Soviet government, a discovery like that would have just disappeared. Yeah, I get it, but the Soviet Union dissolved anyway, so why not make the documents public after that? True. Might have been for fame, glory, and money then. Perhaps we should give these papers to the proper authorities. I prefer hanging on to these for a little while. Grandpa left them to me for a reason. And you mentioned... Mention what? Ruhm, Ehre, Geld? Ruhm? Fame? Well, yeah, it's an old valuable treasure linked to a legend of the past, undoubtedly beneficial to the one who finds it. Yeah, What are you thinking? Ich sollte meinen Vater finden. Ich sollte jemanden finden, der mir bei der Interpretation einiger dieser Dokumente helfen kann. Hast du schon etwas über das Projekt Koscher gehört? Wahrscheinlich nicht. I should find my father. He must know more about this. Did your mother mention anything? Couldn't get much out of her, but she did blurt out something about investigating pagan temples. Besides this and Project Kosche, we don't really have much to go with. Then that's something I should keep an eye out for. Ich sollte jemanden finden, der mir hier. Have you heard anything about Project Kosche? Erstmal das. I remember there was an old cartoon about a ruler called Kosche the Deathless. He hid his death in a needle in an egg or something and couldn't be killed without it. Oh, okay. Krass. Interessante Geschichte. Ich sollte jemanden finden, der mir bei der Interpretation einiger dieser Dokumente I helfen should kann. find someone who could help me interpret some of these documents, especially the Polish translation. The keys mentioned there could lead me to the crown. Do you know any history buffs? Not really. What do you suggest we do? I don't know. Post in some history forum or something? I could do that. Un momento. Geil. Just let me get my phone. Okay, so how should I phrase the post? Ich habe einen alten Text und brauche einen Historiker, der mir den Zusammenhang erklären kann. Ich interessiere mich für die Krone von Weiters. Wer sich mit dem Thema auskennt, schreibt mir, junge Frau auf der Suche nach einem erfahrenen Geschichtsprofessor. Das
Das würde ich natürlich lustig finden, aber ich habe einen alten Text. Hier. Got an old text, need a historian who Das could klingt- explain the context. Da Uh-huh. gibt mir nicht zu viel Preis, weißt du? Das mit der Krone, das hätte zu auffällig sein können. And done. We'll Thank just have you. to wait for a reply now. Something else on your mind? Hast du schon etwas, das ist vorerst That's alles. all for now. Well, it's the middle of the night, and it was an eventful day for you. How about we get a good night's sleep and continue tomorrow? You're right. Enough for the day. Was mit der I can't Weinflasche? wait to hug that sofa. Okay, yeah, right. Sofa, you can have the sofa. Sofa's yours tonight. Labanakt, Milda. Was? Ich hab dich vermisst, Joris. Labnak, Joras, gute Nacht. Oh, sollen wir sagen, komm. Sollen wir? Oh Gott, der ist aber so nett. Aber ich weiß nicht. Labanak, das heißt bestimmt gute Nacht. Ich mach mal den hier, komm. Missed you, Joris. Miss you too, Milda. Oh. Sleep tight. Kriegen wir die beiden noch zusammen? Neue Mitteilungen haben wir bekommen. Interessant. Ja, warte. Bist du da? Ja, was gibt's? Dana! Irgendwie schläfrig. Hier. Dana! Herzchen! Xo. Alter, Joris hat gerade geschrieben, dass du fast ausgeraubt wurdest. Was? Was? Warum hast du ihm geschrieben und nicht mir? Das war das Schlimmste, was jemandem überhaupt passieren konnte, Dane. Oh, Joris übertreibt aber. Was? Ja. Na? Hab beiden geschrieben, du antwortest nur langsamer. Xo, spiel nicht die Drama Queen. Xo. Ich bin absolut keine Drama Queen. Nein, Drama ist nicht mein Ding. Ich bin die Vernünftige. Ich, Drama Queen? Hast du in ein Spiel geschaut, Shakespeare? Ja, komm. Ja, ich bin die Vernünftige. Hohoho, willst du dein wahres Gesicht vor Joris verbergen? Wo wir gerade von ihm reden, habt ihr beide euch schon geküsst? Was? Nein, Dana, nein. Wirklich? Darauf willst du hinaus? Alter, was ist in deinem Kopf los? So. Hey, ich bin halt neugierig. Du kennst mich, Dana, die große Verkupplerin der Welt. Na gut. Und außergewöhnlich bescheiden. Mie, hol dich von deinem hohen Ross runter. Ich kenne keine einzige Person, die du je zusammen war. Ihr. Und außergewöhnlich bescheiden. Das ist doch schon mal. Die bescheidensten. Danke. Du bist nicht lustig. Ich blocke dich. Die bescheidensten. Danke. Ja, so. Ich weiß, ich bin auch die lustigste. Locker bleiben. Verdammt, du hast mich abgelenkt. Du sollst mir von dem Überfall erzählen. Ja. Alter, es war so beängstigend, dass ich buchstäblich gezittert habe. Ich wurde nicht ausgeraubt, es waren nur ein paar Deppen, die Opas Sachen haben wollten. Du kennst mich ja, ich war ganz ruhig und ein paar Idioten machen mir keine Angst. So ist es. Let's go. Wir sind selbstbewusst. Hä? Mann, du tippst zu langsam. Ich ruf dich an und dann erzählst du alles. Ha! Keine Geduld, die Frau. Keine Geduld. Leckerchen. Make it stop. Buongiorno, Milda. Oh Gott. Ja, nur ein paar Minuten. Ich hasse den Morgen. Ruhig bleiben und hoffe, dass er weggeht. Ich hasse den Morgen. Yeah, just a few more minutes. You should probably get ready. So An actual gut. history professor replied to us. I set Oh. up a meeting with him at the library. Okay, I'm up. Ich bin wach. I'm gonna go get Oh. myself a bagel. You want one? The ones with cheese or chicken are great. Chicken, cheese, they're really good. Ich find die Dialoge so geil, oder? Die Sprache, auch die Synchronisation ist mega. Ja, bring mir mit Käse mit. Ja, bring mir mit Hähnchen mit. Nein, Frühstücke sind nicht so. Ja, mit Käse. Käse ist Yeah, geil. give me the cheese one. Okie dokie. Well, come downstairs when you're ready. Uh-huh. Aha. Das werden wir machen. Und zwar in der nächsten Folge, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt weiterhin dran. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Mir gefällt das Spiel super. Endlich ein wunderbares Point-and-Click-Adventure wieder. Und ja, freue mich schon auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.